Wer bist denn du? Sersen. Warum hast du dir eigentlich so eine hässliche BMW gekauft? Naja gut, wir wollen ja das Jahr die Tour machen nach Sardinien. Und ja, das hätte ich mit der XC nicht machen können. Bist du vorher XT gefahren? Na ja klar, 300er. Ja, wir haben die Gute jetzt aufgeladen. Jetzt geht's ab zum Hat Manuel. die eigentlich einen Spitznamen? Ha? Hat die einen Spitznamen? Ne, bis jetzt noch nicht, aber da werden wir uns sicher noch was einfallen lassen. Dann hoffe ich, dass die Kiste bald gescheit läuft. Ja, noch mal Bestandsaufnahme. Was willst du? 2 Reifen vorne und hinten? Genau, 2 Reifen. Dann einmal komplett Service, also alle Öle wechseln, plus Filter. Genau, Ventile nochmal einstellen. Einfach, dass es soweit fit für die Straße ist. Und Pink lackieren, ne? Ja, auch, genau. Ja, und ich hatte jetzt noch überlegt, den Kotflügel. Du hast einfach das falsche Moped gekauft, ne? Du bist einfach bei der KTM geblieben. Ja, genau. Ölkühler drauf. Ölkühler und hättest du mir 3 Kolben mitgegeben. Ja, ich wäre halt wahrscheinlich wegen unbequem gewesen. Ne, aber das ist eigentlich echt für die Reise ist ein geiles Paket, ne? Ja. Mit den zwei Koffern. Jetzt muss man sich halt überlegen, dass wir da mit 3 Boxern losfahren, ne? Genau. Das sind 3 alte BMWs, ne? Und das ist halt geil, ne? Und das Boxer-Feeling ist halt einfach übelst geil. Also ich bin bis jetzt 2-mal Boxer gefahren. Sonst eigentlich Fandst du nur, beides mal scheiße, aber es ist trotzdem okay. sonst eigentlich nur eben Einzylinder, 2-Takt und 4-Takt. Aber das ist schon cool, vor allem auch so für längere Reisen und so. Gott, werden die aufgestellt? So, hallo, ich bin der Manuel Schad von SOD Sports. Heute wollen wir euch ein bisschen was vorstellen. Es ist schwierig, es fällt unter Service, Technik und mit Umbau hat es wenig zu tun. Der Max, ein Kumpel vom Johannes, wir verjüngen echt unsere Kundschaft ziemlich durch den Johannes, Dankeschön. Der Max hat sich so einen Scheiterhaufen gekauft, weil er damit nach Sardinien fahren will. Hoffentlich weiß er auch, wo das liegt. Und wir sollen das Ding jetzt wieder schön machen. Also die Grundsubstanz ist gut. Mein Auftrag sehe ich, indem ich das Motorrad einfach mal durchschaue. Mal schaue, was ist alles da dran zu machen. Wichtig wäre den Service mit Ölwechsel. Ventile einstellen. Ich sehe hier das SLS, das ich unheimlich gerne immer abklemme. Und die Reifen, die sind schlecht. Wenn wir zu den Reifen kommen, ich hoffe, euch stört euch Flex nicht, aber die nehmen keine Rücksicht auf Arbeiten. Ne? Wenn wir zu den Reifen kommen, dann muss ich einfach die Situation heuer erklären. Also jetzt sind wir im Februar und ich habe noch Reifen bekommen. Die im März Reifen haben wollen, die bekommen einfach keine mehr. So sieht es aus. Und wenn ich jetzt Mefo will, sagt er nein. Wenn ich Heidenau will, sagt er nein. Wenn ich Pirelli will, sagt er nein. Also ich muss nehmen, was kommt. Wir haben jetzt hier einen Midas rausgesucht. Ja, es war halt Glück und ich habe da ganz viel Eier gegrault dafür, dass das funktioniert. Also danke Wolfgang, dass du mir die Reifen geschickt hast. Ja, so, das ist das Drumrum. Was uns dann noch während des Motorradprojektes auffällt, sehen wir dann. Ne? Das ist die Überraschung immer. Weißt du, ob das Motorrad gelaufen ist? Ja. Bei der Besichtigung? Ja. Wie ist es gestartet? Gut? Schlecht? Die war länger gestanden mit Choke. Ist aber angesprungen. Ja, wir müssen halt jetzt Sachen machen, müssen einfach mehr machen als man sonst. Wenn das Motorrad mal beim Max läuft, dann weiß er immer, was jeweils gemacht worden ist und wir versuchen das jetzt einfach fit zu machen. Wann ist die Tour geplant? Im Mai. Im Mai, ja okay. Dann wissen wir, dass im Mai wieder keine Videos kommen, ne? Weil die sich draußen rumtreiben. Also gucken wir mal. Als erstes will ich eigentlich auch mal schauen, ob sie anspringt. Ich mag das immer mit dem Kicken. Ne? 2, 3. Dann Zündung aus. Und dann gucken wir nochmal, was das Baby macht. Wo ist denn eigentlich die Kiste? Ja, jetzt. Warum lasse ich sie laufen? Und so lange hole ich mir einen Kaffee.
Schau, ob da Öl rausläuft. Muss man da nicht immer einen Magnetstab fangen im heißen Öl? Sieht da, es läuft Öl raus. Ne? Und damit es jetzt nicht gleich blubbert, mach ich drüben auf. Das da ist verbranntes Öl und dann siehst du das hier entlang. Und geh mal weiter, 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 bleib doch mal da, ich zeig dir das doch mal. Dann gehst du bis da rauf und dann siehst du, wo es herkommt. Natürlich nicht so gut. Dass da Öl rausläuft, das ist nicht die Dichtung, oder? Nee, das läuft aus dem Zylinder raus. Aus dem Zylinder? Der ganze Plan ist schon wieder dahin. Katastrophe, das ist echt übel. Ich komme um 3 vorbei, wir machen einen Ölwechsel und einen Filter reinknallen. Hast du nicht irgendwie sowas gesagt? Jetzt machen wir Zylinderköpfe runter, überholen Zylinderköpfe und überholen den Motor. Ich könnte aber kurz. Eine kleine Planänderung. Wie zu 99,5% der Fälle kriege ich mir wieder nur Scheiße hergestellt und die Hälfte erzählt. Und wir zeigen euch das mit dem Service geht, aber es dauert ein bisschen. So, hallo, jetzt vorgestellt hast du dich schon, ne? Irgendwie gestern Abend, ne? Ja, gestern Abend, genau. Das ist der Max. Jo, servus. Und der Max hat sich den Nagel da angedrehen lassen. Der will ja damit fortfahren. Jetzt habe ich ihn damit konfrontiert, dass er eine Ölquelle hat. Die stehen normal nur in Arabien oder so, ne? Und wir wollen das Loch schließen. Das heißt, einmal die Zylinder runter, die ganze Chose abdichten. Eventuell, ich schaue dann mal, machen wir die Ölwannendichtung auch noch mit rein. Okay. Hast du schon mal was gearbeitet in deinem Leben? Ja, Was schaffst du? ich bin Elektroniker beim Brech. Ne, das ist in Ordnung, dann kannst du gleich mitschrauben, ne? Ja, Okay, wunderbar. Dann krieg ich mir das. auf jeden Fall. Du überwachst das, ne? Ich habe gestern viel Kaffee getrunken, habe noch Mundspul und dann... Der Kopf war dicht, auch wenn es vorhin ein wenig so ausgesehen hat, ne? Die Dichtung hat gehalten. Brauchst du einen Ring für zu Hause? Jetzt bist du doch wieder im Video, ne? Ja. Kann man die Zunge rausstrecken? Nein. Jetzt nehme ich den Kickstarter. Irgendjemand schaut, dass der Zylinder nicht runterfällt. Max? Ist der schon runtergefallen? Nee. Okay. So. Dann gucken wir noch mal. Oh, Alter. Was siehst du? Ich sehe nichts. Wolfgang, leuchtet mir der Taschenlampe nach. Ich glaube, der ist einfach nur oben undicht. Das ist nicht verrostet. Deswegen die Sicherheitsschuhe. Jetzt können wir gleich noch ein Video machen, wie wir die Edelstahldinger reindrücken. Das ging viel zu schnell jetzt. Steckst du nochmal rein, Ich habe einen Flöte eine 3 gehabt. Lichtsatz, Rohre, alles da. Wie bist du auf eine 3 gekommen? Mitleid. Außerdem musste ich in Musik nachschreiben, weil ich sonst durchgefallen wäre wegen Musik. Ja, da war zufällig, war dann, wie sagt man, zum Korrigieren das Blatt, mit den Antworten neben dran gelegen. Die hatten echt Angst, dass ich der erste Schüler in der Volksschule Lüchtlausen bin, der wegen Musik ein Jahr wiederholt. Hast du alles rauskommen? Also sowas, wenn man mal ein Motorrad neu kauft und guckt dann immer mal drauf, ob da viele Späne oder sowas hängen, ne? Das ist immer ganz interessant. Aber der sieht echt gut aus. Und da gibt es die billigeren Filter, Namen dürfen wir nicht erwähnen, die ziehen sich zusammen, das habe ich nach dem Rennen gehabt. Der war komplett zusammengeknurrt und dann dichtet er da nichts mehr ab. Ne? Schrecklich, das war ein ganz komisches Gefühl. Ich hatte dann jedem Mal gedacht, der Motor platzt dann vielleicht. Ne? Ja, der hat's einfach. Ja, das schreiben sie in den Foren, aber du musst echt aufpassen, wenn du in so einem Video Namen erwähnst. Schmeiß weg. Gewichtstuning. Ohne Scheiß.
Teile so in den Ofen hinlegst, weil er nicht ganz rausgeht, machst dann irgendeine Arbeit und dann kommt er. Weil dann rechnest du nichts mehr mit, ne? Bumm! Ja. Schlüssel in der Hand oder so.